Ja, okay. Das ist meine Videodefloration sozusagen. Okay, wie auch immer. Willkommen zu VLN 7, meine Damen und Herren. Nein. VLN 7. Wir haben nichts Spezielles, außer wir machen heute Taxifahrten mit dem 325i. Der Jörg Rode wird 3 oder 4 Gäste, ich weiß es aktuell noch nicht, 3 Gäste fahren. Dafür kommt extra der Sebastian Krämer. Das ist der Herr, der auch bei uns RCN mit dem BMW fährt und macht das Organisatorische, also dass die am Auto stehen, dass sie angeschnallt werden und muss die bitte vorm Auto. Also alles, was Gäste betrifft, ins Auto raus, Helme an, sowas macht alles der Krämer. Heute Vormittag haben wir den Lambo Grand Prix Strecke. Ab 11:15 Uhr dürfen wir raus. Was ich jetzt gerade zum Heiko schon sagte, ist, wir haben ja bis 14 Uhr Zeit. Wenn wir absehen könnten, wäre meine Thematik, dass wir gar keine Regenreifen brauchen, aber dadurch erst eine halbe Stunde später rausgehen. Wenn wir die Zeit haben, nach hinten raus, weiß ich nicht. Würde ich halt erst rausgehen, wenn es dann wirklich trocken ist. 14 Uhr, nicht 14:30 Uhr, ne? 14 Uhr, ne? Gut. Dann ist eigentlich alles besprochen. Ja. Was ich noch sagen wollte, wir haben wegen YouTube-Video, Thema ist, ich stelle mal die einzelnen Leute vor im Team. Nur, dass ihr es Bescheid wisst. Also ich komme mal zu jedem übers Wochenende vorbei und erkläre, was ihr hier macht, was ihr normalerweise macht. Ne, Musti? Und ich erkläre das, ja. Du kannst auch gerne selber erklären, was du machst, gerne. Und ich werde deswegen so ein Pinöppel halt dabei haben, damit man uns beide hört. Also es ist ein bisschen witzig, das Ding. Und ja, ich finde, das ist mal eine ganz coole Nummer, dass die Leute auch mal wissen, was hier eigentlich noch, also wer alles bei uns normal fest arbeitet, wer Freelancer bei uns ist und. Du sowieso, Heiko. Ja? Nur, dass ihr es Bescheid wisst. Aber wie mein Hund, ist wie Pepper. Willkommen heute zur Comedy Show MacChip DKR meets The Buschel. VLN 7 steht für uns an und wir haben heute das Mikrofon so ein bisschen mobil, was ich normal hier kleben habe, weil wir haben ja ein Thema. Ein Thema und zwar, wer ist eigentlich wer hier im Team, und deswegen werde ich heute, so wie Zeit ist, immer mal zu meinen Jungs rennen und sagen, hier, rede mal rein, weil sonst versteht ihr die nicht. Und deswegen fangen wir jetzt direkt schon so an. Wetter ist natürlich wieder sehr Nürburgring-like, es soll aber aufklaren. Plan jetzt gleich 11:45 Uhr am Freitag. Also wir haben Freitag, natürlich Freitag. Wir fahren Grand Prix Strecke, wir testen den neuen Stabi. Wir haben den mittleren Stabi jetzt mal eingebaut, statt den härtesten. Ein paar Runden Test. Dann darf der Nick Hanke, unser Youngster, das erste Mal GT3-Auto auf der Grand Prix Strecke fahren. Finde ich auch eine coole Nummer, dass er ist noch nie so ein Ding gefahren. Ist aber, wie gesagt, ein echt cooles Talent und da schauen wir mal, was wir da so noch hinkriegen mit ihm. Und dann werde ich ein paar Runden Grand Prix Strecke fahren. Dann geht es zum Nachmittagstraining. Dort werden wir mit dem BMW 325i und dem Jörg Rode Taxigäste fahren. Wir werden mit dem Lambo unser Plan durchlaufen. So sieht so ein Plan aus, was wir so vorhaben heute. Ne? Also wir haben so ein paar Kleinigkeiten vor. Heiko und ich. Ja, und dann ist der Tag schon um. Also wir haben definitiv keine Riesensprünge heute vor. Kleinigkeiten, schauen, gucken, machen. Ne? Wir haben wieder gute Laune. Ne? Das ist immer so der Credit vorm Rennen. Ne? Man hat immer gute Laune. Und wir versuchen diese Laune auch einfach mal so zu halten und nicht Samstagabend in den Keller fallen zu lassen.
Kommst du auch klar, oder? Funktioniert alles. Und? Kleinen Ständer oder geht? Ja, großen vielleicht. Hast du einen? Echt? Okay. Groß. Ja, dann ist doch alles, dann haben wir alles richtig gemacht. Ja. Die 210 Winterreifen waren jetzt auch wichtig. Schön, freut Also mich. scheint zu funktionieren. Passt doch soweit alles. Dann hast du jetzt feste Nummer, 10 Runden, ne? Strecke ist auch gut. Alles trocken, ne? Ja. Habt ihr ihm das Gaspedal? Wie steht das Gas? Alles auf männlich? Habe ich so extra so gelassen. Oh, Junge! Stark! ABS und TCS ja auch. Ach, schon schön runtergegangen, hä? Ja, ja. Gut. Okay. Ja, soweit alles gut. Ja, dann schickt den auch gleich wieder raus und dann die Reifen kalt. Genau, machen wir direkt so weiter. Schön. Alles gut? Ja. Ja, Alles gut? Ja. Okay, Nummer 10. Okay, alles klar. Sein muss. Hier brutal schnell, finde ich, ist die Sicherheit und der Feedback des Auto. Ja, Also mit der Aero und so, mit allem ist alles so. Also du, sehr gut zu kontrollieren irgendwie, obwohl du alles so schnell. So, der rasende Reporter meldet sich zum ersten Interview. Unser Jakko, also, nee, ja? Ja. Du bist das erste Mal jetzt für mich auch, ne? Ja. Ja, okay. Das ist meine Videodefloration sozusagen. Okay. Wie auch immer. Martin Jakowitz macht unsere Taktikarbeit, sprich Taktikingenieur, ist bei uns Freelancer, nicht bei uns fest angestellt und macht das. Warum machst du das? Wenn ich das wüsste, würde ich vielleicht aufhören. Also Jakko hat wie wir einfach einen Pfeil im Kopf und ist ein Zahlengenie und dadurch ist er eigentlich im normalen Leben, ne, habe ich das schon gesagt, was er im normalen Leben macht? Ich bin Bauingenieur. Also auch Ingenieur, ne? Dadurch. Nein, aber ein Top-Mann macht das, wie gesagt, komplett, weil er Bock drauf hat, ist immer zu den Renntagen da und ja, zu den Vorbesprechungen, aber sonst bist du immer nur zu den Renntagen da, ne? Ja. Ich habe ja von Motorsport auch eigentlich überhaupt keine Ahnung. Aber ab und zu habe ich halt mal Glück beim Denken. Das ist gut, also so ist das. Also einmal unser Taktikingenieur, Martin Jakowitz. Dö. Ja, rasieren war drin, aber mit Abnehmen hat es leider nicht mehr geklappt. Moin. Hier, unser Zweiter im Karussell der Liga der auserwählten Rennfahrer ist der Heiko Hammel. Mit ihm fahren wir das Projekt oder haben das Projekt angefangen, 2017 schon mit dem Renault. Ich kenne ihn eigentlich nur von früher, von der Youngtimer, wo ich ihn immer verkloppt habe. Ne, und habe gesagt, komm, jetzt gebe ich ihm mal eine Chance. da muss man dazu sagen, dass damals brauchen wir so einen Eispieler, wo der Danny an mich überholt in der Belgien. In Zolder habe ich ihn überholt, das war in Zolder, als ich ihn überholt habe, das war eigentlich unfair. Also ich bin die Schikane gefahren, Ich nicht. Danny nicht. Dann hat der Danny gemerkt, dass halt ich mit leicht unterlegenem Material auf ähnlichem Niveau fahre wie er, auf seinem ASR. Und besser aussieht als ich? Das haben wir aber letztens mal schon geklärt. Und dann haben wir einen guten gemeinsamen Freund, den Georg Riesemann, den ich seit noch viel länger kenne. Quasi den Stammbaum komplett zu machen, brauchen wir den Georg, anders geht's nicht. Eigentlich ja. Und dann hat mich der Danny 2017 im Winter gefragt, nein, das war 2016 im Winter, also vor Weihnachten irgendwann, ob ich da Bock drauf hätte. Und ich habe gesagt, natürlich klar. Also Ja, wenn es unbedingt sein muss, meint er Renault, weiß ich nicht, hier und da. Aber am Ende hat das dann doch ganz gut funktioniert, glaube ich. Und wie man jetzt sieht, ist ganz gut, dass irgendjemand Seriöses hier dabei ist, der ein bisschen nach dem Rechten guckt. Deshalb bin ich dabei und
Macht Mühe auf jeden Fall. einen mega Job, sind froh, dass er dabei ist, macht die Abstimmungsarbeiten bei uns oder coacht auch Kunden von uns jetzt aus der Ärzte-N, da kann man ja auch mal, Danny coache ich manchmal auch ein bisschen. ja manchmal, aber meistens nicht auf der Strecke, ne? Also, aber ich hoffe immer, dass er mich coacht, aber Wir haben so ein leichtes Handicap auf der Grand Prix-Strecke beim Danny. Da arbeiten wir dran, ganz hart. ist auch der hübscheste im Team. Deswegen darf ich auch nicht so oft ins Fernsehen, damit er hübscher aussieht. Damit ich auch, genau, ja. Müssen wir natürlich noch den Mann hinter der Kamera vorstellen, ne? Der Kevin. Und unser bester Mann, unser zweiter Kameramann, wird jetzt die Kamera halten. So, Kevin, ist dein erstes Mal, ne? Ich habe gesehen, bei uns auf der Internetseite hast du sogar als einziges eine Kappe an. Vor 5 Jahren hätte ich das nicht geduldet, aber die sind so, die Leute, diese kreativen Medienleute, die sind so. Die sind sehr individuell, ja. So, wie lange bist du bei uns und was machst du bei uns? Ich bin seit April diesen Jahres bei MacChip DKR, mache Videos. Das heißt, ich filme und schneide die ganzen Sachen und veröffentliche die dann. Ja, Warum bist du bei uns? Wie ist das entstanden? Boah, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Kurzfassung, mein ehemaliger Arbeitgeber, schöne Grüße gehen raus an, zensiere ich einfach. Die haben das Kamerasystem geändert und darum ist mein Job weggeflogen und der Danny hat es mitbekommen und hat dann gesagt, ey, hast du nicht Bock? Ich habe gesehen, du bist arbeitslos. Hast nicht Bock, das Projekt hier mit uns zusammen anzugehen? Wir brauchten für die Quote noch einen richtig gut aussehenden, sei ehrlich. Genau, und darum haben die einfach den schönsten Mann in ganz Ostendorf hinter die Kamera geholt und ja. Genau, und jetzt bin ich hier. Bin glücklich, dass wir das machen dürfen. Ich glaube, das machen wir auch ganz gut und ja. Unser Kevin, ne? Jeder hat einen Kevin, oder? Der Quoten-Kevin, ja. Wir kommen zum nächsten Teammitglied. Musti. Musti ist seit 2018, Anfang 2018 bei uns, richtig? Korrekt. Korrekt. Also muss immer hier immer reinsprechen, ne? Ja. So, ihn kenne ich auch schon was länger von einem anderen Team und er hat 2018 das Cayman-Projekt als Leiter gemacht bei uns, ne? Fahrzeugleiter. Ja, Fahrzeugleiter. Ich glaube, sehr erfolgreich, oder? Sehr erfolgreich. Ist nicht fest angestellt bei uns, ist bei uns Freelancer und ist im normalen Leben oder im normalen Job. Werkstattleiter bei der Löhr-Gruppe. Das interessiert, ja, das ist okay. Das ist sehr seriös und sehr, sag ich mal, ein VW-Audi-lastig. Macht jetzt bei uns, Seat Skoda VW. Wie gesagt, ist immer freitags dabei, ist auch immer schon samstags dabei, hat teilweise ausgeholfen und hat Car schief gemacht beim Lambo, nachdem wir ein paar Sachen intern umgestellt haben und macht jetzt Datenstick tauschen beim Boxenstopp, Wasserflasche und hilft halt, wenn es irgendwo brennt, also als Springer sozusagen. Ne? Genau, Springer. Und ja, wir hoffen, wenn wir 2020 jetzt weitermachen, in verschiedene Sachen versuchen, irgendwie so hinzukriegen, dass er dann auch wieder ein eigenes Projekt hat. Aber dadurch, dass wir aktuell nur ein Auto einsetzen und er ein sehr guter Mann ist, haben wir ihn halt auch mit wieder hier hingeholt. Also, und ich denke mal, es sind jetzt zwei Jahre, 18, 19, dass da noch ein paar Jahre folgen werden. Also das ist immer witzig, das ist unser Spaßvogel auch, ja. Und sehr seriös. Meistens, okay. Und ja. Das war Musti. Ja, ich bin Musti. Don't feel this, but I've been sick, that illness. I've been fresh like Will Smith since 94, man, I built this. Stressed out, X'd out, missed calls from my ex now. But I'm staying focused in the lab, baby, I don't need your calls or your text now. God say the boy blessed now. Who am I to say Rondo? And the way that I sell ticks, they been calling me Rondo. 23 in my prime though, finna ball like Lonzo. Go and tell everybody talking stage, better be in that convo, Ja, wir haben jetzt kurz vor 16 Uhr, ich glaube 3:30, ne, oder so ungefähr, 3:30. Wir waren schon bei der technischen Abnahme um 3. Die technische Abnahme ist durch. Kurioserweise, obwohl wir ja zu Hause immer auf dem gleichen Messplatz einmessen und hier der Messplatz, der irgendwie immer 1-2 mm Unterschied, weil wir jetzt grenzwertig
von der Fahrhöhe waren, die ist ja vorgeschrieben, also die maximale Fahrhöhe von 7 cm. Was erzähle ich da? Die minimale Fahrhöhe. Also wir dürfen nicht tiefer sein wie 7 cm. Waren wir jetzt gerade grenzwertig. Also wir hatten 0 Luft. Und jetzt schrauben wir gerade nochmal ein Mühe hoch. Klar müssen wir heute Abend dann sowieso machen wir ein Setdown und kontrollieren nochmal alles, stellen nochmal alles nochmal neu ein. Ja, das ist jetzt passiert, aber sonst alles anstandslos. Gleich geht's los. Der Jörg Rode fährt die Taxigäste, fährt erstmal wie gesagt 2 Runden alleine und nimmt dann 4 Personen mit. Und wir machen nochmal einen Long Run mit dem softesten Compound, den wir mit haben oder mit dem Dunlop hat und versuchen heute nochmal 8 Runden in Summe hinzukriegen. Es wird eng, also nicht von der Rundenanzahl her, aber du weißt ja, dann kann man rot sein und. Aber Dunlop hätte gerne 8 knackige Runden auf einen Satz nochmal. Dann machen wir das. Wetter soll trocken bleiben. Und sonst war eigentlich, wollte ich ja eigentlich gar nicht mehr sagen. Vielleicht schaffe ich das ab 2020, kein eigentlich mehr zu sagen. Aber bis jetzt war alles schön, alles okay und alles nach Plan. Alles klar bei euch eigentlich? Alles bestens. Ja, Wie geht's dir? Super. Wow, ist eine super Stimmung hier. Ich nicht die einzige Auto heute, was fährt. Ich auch ein anderes Auto unterwegs heute. Super Wetter. Der Kiki hat für mich geredet, Julie Berger. Und was soll man sagen? Die Sonne ist da. Und danach kommt der Schnee. Let's take it real soon. Hallo! You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, ease up. Wow. Come on, and groove along. Come on. Said babe. I said babe. Oh honey, come and groove along. You gotta feel it. Yeah, you gotta move. Das ist noch extrem nass. Das sind immer wieder so komplette Schattenstücke, wo komplett nass sind, noch Fuchsröhre durch, Bergwerk hoch. Da stehen wir wieder, da die Stelle links, wo das letzte Mal der Mercedes abgeflogen ist. Da sind teilweise Stelle über 300-400 Meter. Aber es regnet nicht so mehr und Nee, das ist nur Restfeuchtigkeit vom Regen, weil es wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich niemand gefahren die ganze Zeit. Und ist halt echt gefährlich, du siehst das so unglaublich spät, dann ist es auf einmal komplett nass mit nichts, du gehst komplett quer, denkst du, wo kommt das jetzt her? Du siehst halt total schlecht. Ja, Jörg sagt gerade, stellenweise ist überall noch feucht, aber lässt sich gut fahren. Aber mit dem V4 geht das halt, ne? Ja, wir warten eine Viertelstunde, oder? Ja. Ja, der Heiko ist jetzt gerade eine Runde rausgefahren. Es hat ja heute Morgen die ganze Zeit geregnet und er sagt halt, macht keinen Sinn. Also fahrbar ist das, aber es macht halt keinen Sinn, so eine Aussage zu treffen, weißt du? Dann bist du halt so langsam unterwegs in den Stellen, dass du auch nicht weißt, ist der Reifen jetzt wirklich so beansprucht worden, wie er sein soll und so. Deswegen, wir warten, wir haben ja Zeit. So Jungs, Vorstellrunde. Dreht euch mal um hier zur Kamera. Wir fangen mal an mit unserem Jungspund. Wolfgang, du kommst später. Also einmal haben wir noch den Flo, den habt ihr bestimmt auch, das ist unser Schlagerparadies-Vogel, sag ich mal. In jedem Video, wo es um Schlager geht, ist er weit vorne dabei. Er ist bei uns festangestellt und Kfz-Meister, macht halt auch in der Woche die ganze Vorbereitung und. Wie lange bist du jetzt bei uns? 2014? Du musst hier reinreden. Ne? 2014, Januar 2015. Und dann hast du Meisterschule gemacht? Hast Meisterschule gemacht und bist wiedergekommen, ne? Ja, habe 9 Monate Meisterschule gemacht und bin dann wiedergekommen. Ja. So, ist unser Küken sozusagen, ne? Ist eigentlich außer Auszubildenden. Und genau, ist auch in der Woche und macht bei uns nur Motorsport. Richtig? Ja, ist so, kann man so sagen. Ja, richtig.
So, dann haben wir hier unseren Dennis Heinen, ist seit Anfang der Saison bei uns oder seit Januar 2019. Er war vorher, kann man ja sagen, ne? Wie lange? 13 Jahre war ich da bei Manthey. 13 Jahre bei Manthey, hat also schon viel gesehen. War auch mein Fahrzeugleiter 2013. 14 auf dem TTRS, wo ich noch gefahren bin. Und ja, hat dann nach langer Zeit den Weg zu uns gefunden und macht mit dem Flo auch in der Woche die komplette Motorsport und ist halt auch am Auto, klar, immer dabei. Und ja, ne? Kann man so sagen, oder? Wir sollten, ich habe es versprochen, wir halten es kurz, weil die sind so aufgeregt, seht ihr das? So, dann haben wir unseren Ingenieur, den Dennis Garte, ist... Hallo. Habt ihr auch schon, ich meine, ihr kennt die ja alle aus den Videos, so ist es ja nicht, ne? Und ist bei uns Freelancer und macht halt die kompletten Datenabteilung, macht Abstimmungen, gerade mit dem Heiko sehr viel, wertet bei uns die Daten aus, hat auch, was hast du die letzten Jahre gemacht? Also die letzten 3 Jahre, sag ich mal? VLN auf dem TCR, Blancpain auf dem Lambo und auf 2 Audis. Also hatte halt sehr viel Erfahrung, gerade mit dem Lambo, war für uns super gut und hat halt, wie gesagt, auch schon Sprintrennen gemacht und hat halt auch die VLN-Erfahrung und macht es halt wie bei uns als Freelancer. Ist aber auch manchmal einen Tag vorm Rennen da, ne, oder sogar mal 2 Tage, schraubt manchmal auch mit, wenn es eng wird. Also da sind wir auch sehr gut aufgestellt. So, und jetzt kommt Wolfgang. Wolfgang ist auch bei uns fest angestellt, macht bei uns auch Haustechnik und halt die ganzen Transporte und fährt halt hier den LKW bei uns hier und macht halt Tanker, ne, Wolfgang? Seit wann bist du bei uns im Betrieb? Im Betrieb 3 Monate nach Flo, 4,5 Jahre jetzt, fast 4,75 Jahr. Und ja, nee, erzähl weiter. wie gesagt, wie gesagt, macht bei uns die Haustechnik, ist auch unser Elektromann, also hat früher bei der Bundeswehr sehr viel mit Elektro zu tun gehabt und wie gesagt, tankt bei uns die Autos oder tankt bei uns den Wagen und hilft bei uns in der Logistik. Ne? Und in der Woche, wenn die Fahrten anstehen oder wenn irgendwelche Fahrten anstehen, ist er halt auch im normalen Betrieb zuständig und halt Haustechnik. Ne? Und hast du noch Lust, das ein bisschen weiterzumachen? Boah, das kriegen wir doch hin. Na, ich liege gleich unter der Erde. Gut. Nico, komm mal her. Wir machen ja gerade Teamvorstellung. Das ist unser Nico, der ist seit diesem Jahr, ne, es stimmt ja gar nicht, seit diesem Jahr, seit 3. Rennen, ne? 3. Rennen bei uns als Freelancer, ne? Ja. Also halt normalerweise, was machst du normalerweise in der Woche? Ich bin Land- und Baumaschinenmechatroniker. Und macht bei uns die Reifen. Also macht Reifenvorbereitung, Reifenthematik, Luftdrücke, holt die Reifen und. Also ist komplett Reifenmanagement, was auch, hättest du gedacht, dass das so aufwendig ist vor der Saison? Nee, ehrlich nicht. Aber macht einen guten Job und jung und belastbar, das ist immer wichtig, nicht hier die alten Knacker. Ne? Und sonst, gefällt es dir bei uns oder ist es zu stressig? Nee, alles wunderbar. Ich kann mich nicht beklagen. Oh, das ist gut. Das war eine gute Antwort, ne? Was ist denn das noch? Kaum noch. Kaum noch? Nur noch Bergwerk hoch, vor der Mutkurve links. Okay. Da leicht feucht, der Rest ist trocken.
Mega. Es ist noch harmonischer wie das letzte Mal. Das hat sich super erstaunt. Strecke ist trocken? Ja, absolut trocken jetzt. Habt ihr Rädler wieder so? Also Rädler gerade auf Handy gestellt? Jetzt aber. So, der Tag ist dann wieder fast um. Wir haben 7:30. Wir haben jetzt nochmal ein paar Sachen analysiert, ein paar Sachen probiert. Alles auf dem richtigen Weg, würde ich mal sagen. Die Jungs, wie ihr gerade seht, das Auto steht schon wieder auf dem Vermessplatz, haben einen Setdown gemacht, haben nochmal geguckt, weil wir ja während der Fahrt wieder was geändert haben. Haben uns jetzt gerade auf was geeinigt, was wir morgen früh gerne bei trockenen Bedingungen, aber es wird halt, es soll um 5 Uhr morgen früh mal regnen und wer weiß. Also wenn es trocken ist, wollen wir nochmal was probieren, nur im Quali. Sollte das nämlich nicht funktionieren, bauen wir es zwischen Quali und Rennen wieder um. Aber ja, soweit echt alles gut. Autos an einem Stück. Und ich denke, die Jungs, ja, die werden jetzt noch gute 2 Stunden. 2 Stunden, so bis 9:30, 10 werden die noch machen. Denke ich, ja, 10, maximal 11. Und dann ist doch ein wieder erfolgreicher Tag zu Ende. Auch die ganzen Taxigäste hier von unserem Freund Jörg Rode haben einen schönen Tag gehabt. Der Jörg, wie viele Runden bist du gefahren heute? Wie viele Runden bist du gefahren? Wie viele Runden bist du gefahren? 6 Runden. 6 Runden? Ja. Okay, 6 Runden. 6 Runden bin ich gefahren. Ich hoffe, alle waren glücklich und hatten Spaß. Und du? Klar. Mit neuer Frisur ist das schneller auf der Dettinger Höhe? Wenn du das Fenster unten hast mit der Frisur. Ist kein Halten mehr. Ich meine, du hast uns auch weggedrückt. Tiergarten. Ja, ich habe Warst gesehen, du das? kamst Döttinger Höhe von hinten an mit dem Lambo. Im Windschatten hast dich rangesaugt, dann bist du rausgezogen und dann war nichts. Dann denke ich, ja, aber Dann hast du erst den 5. geschaltet, ne? na klar, ich hatte noch 2 übrig. Gut. Nein, alles gut. Auto ist heil, kein Kratzer. Ja. Der Jörg fährt ja nächste Woche RCN, so Gott will. Und ja, jetzt fängt es gerade an zu regnen. Meine Frisur, siehst du schon? Ist schon im Arsch. Ich sag mal Tschüss an der Stelle. Bist schon wieder weg, oder was? Ja? Wo gehst du hin? Oh, okay. Ja, nee, alles gut. Boah, jetzt regnet es richtig, merkst du gerade. Wie immer, ich danke euch fürs Zuschauen. Heute auch nochmal, ne? Es waren wieder bestimmt 8, 9 Leute da, haben uns beglückwünscht zu unserem YouTube-Kanal. Das ist der Hammer. Also echt total cool und total nett alles. Und wie gesagt, einfach cool, macht Spaß. Wir haben jetzt noch 3 Rennen dieses Jahr. Und wir haben wieder Freitagabend und ich bin wieder guter Dinge. Es ist so, ich bin wieder guter Dinge, dass das ein erfolgreiches Wochenende wird. Ja, Dankeschön, bis morgen.